Hallöchen, hast du Lust auf ein Gratisschnittmuster? Dann nähen wir wohl heute diese süße Rüschentasche hier. Viel Spaß! Herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Annika von Knopf und Nadel und ich habe diese süße Rüschentasche für euch heute mitgebracht. Ich habe dafür ein Schnittmuster erstellt, das kannst du dir auf knopf-nadel.de runterladen. Das ist auf meiner Homepage, aber ich verlinke dir alles unten in der Infobox vom Video. Und dort kannst du das Schnittmuster finden und runterladen. Du druckst es dir dann aus und dann kannst du in diesem Video einmal mitnähen, denn wir nähen heute zusammen diese süße Rüschentasche. Dabei hat sie mehrere Funktionen. Du kannst jetzt hier ganz viel damit machen. Du kannst hier Label, Patches, Bügelbilder anbringen. Du kannst zum Beispiel sie als Hängeversion machen, damit du sie in deiner Tasche befestigen kannst oder am Handgelenk befestigen kannst. Du kannst hier auch 2D-Ringe anbringen und sie als Handtasche benutzen. Du kannst sie mit Vlies verstärken oder ohne Vlies. Also heute ist hier wirklich alles möglich. Ich gebe dir nur das Standardschnittmuster mit der Rüsche. Du nähst mit, aber künstlerisch kannst du dich da heute richtig austoben. Übrigens ist dieses Schnittmuster auch perfekt für Einsteiger und Anfänger. Wenn du dich das erste Mal an einen Reißverschluss rantraust, kannst du dieses Schnittmuster definitiv nutzen, denn das ist komplett anfängerfreundlich. Und jetzt zeige ich dir als erstes, was du dafür eigentlich brauchst. Zuerst mal lädst du dir das Schnittmuster runter und klebst es dir zusammen. Das sind auch nur 3 Seiten, das geht richtig schnell. Dann brauchst du verschiedenfarbige Stoffe, du kannst auch Stoffreste nehmen und einen Reißverschluss. Der Reißverschluss sollte zwischen 22 bis 25 Zentimetern sein. Du kannst einen Endlosreißverschluss nutzen oder so wie ich hier, das ist schon ein geschlossener, aber wir schneiden uns den dann noch zurecht. Apropos schneiden, du brauchst auch Scheren. Am besten du hast eine Stoffschere und eine Zickzack-Stoffschere. Dazu nutze ich Stoffklammern, du kannst aber auch gerne Nadeln benutzen. Und wenn du es verstärken möchtest, empfehle ich dir Vlies. Ich habe hier wirklich günstiges Vlies genommen. Ich verlinke dir aber mal ein paar Vliese, die ich richtig gut für diese Tasche finde. Natürlich darfst du dich beim Zubehör auch richtig austoben. Du kannst hier verschiedene Schlaufen anbringen, du kannst Etiketten anbringen, du kannst D-Ringe anbringen zum Anhängen, du kannst Karabiner anbringen, alles Mögliche. Und dann kannst du alles schon zuschneiden. In meinen Schnittteilen ist eine Nahtzugabe von 1 cm inklusive. Das heißt, du kannst die Schnittteile wirklich direkt auf dem Stoff benutzen. Denk nur immer an die Nahtzugabe, das ist ganz wichtig. Du kannst jetzt deine Schnittteile einfach feststecken und mit der Stoffschere ausschneiden oder du nutzt Nähgewichte und kannst dann mit dem Rollschneider schneiden. Das funktioniert genauso gut. Achte aber darauf, dass du 2 Innenteile und 2 Außenteile aus Stoffen zuschneidest. Besonders schön sieht es übrigens aus, wenn du verschiedenfarbige Stoffe nutzt. Auch für die Rüsche habe ich nochmal einen ganz anderen Stoff benutzt. Der hatte zwar die gleiche Farbe, aber dafür war er unifarben und das sah richtig cool aus. Wichtig ist dabei, dass die Rüsche wirklich viel Stoff braucht. Das weiß ich. 91 cm sind viel, gerade wenn du Stoffreste vernähen willst. Das ist aber kein Problem. Mein Stoff war auch nicht lang genug, deswegen habe ich einfach meinen Stoff in 2 Streifen geteilt. Und da habe ich dann 2 mal 46 cm Stoff genommen und die rechts auf rechts an einer Seite zusammengenäht und schon hatte ich meinen Streifen fertig. Das funktioniert auch und durch die Rüsche verdeckt das auch diese Naht super gut. Man sieht das beim Endergebnis überhaupt nicht. Solltest du dich entscheiden, dein Täschchen mit einem Bügelvlies verstärken zu wollen, dann habe ich dafür auch ein Schnittteil im Schnittmuster hinterlegt. Dieses Schnittteil hat keine Nahtzugabe, die ist nämlich bei dem verstärkenden Vlies nicht nötig, weil du ja die Nahtzugabe nicht verstärken musst. Das siehst du dann aber beim Endergebnis nochmal, dass du wahrscheinlich auch froh sein wirst, dass da kein Vlies dabei ist. Also schneide dir dein Vlies dann einfach nach Schnittmuster genau aus. Bügelvlies braucht keine Nahtzugabe. Solltest du auf dem Täschchen Labels, Bügelbilder oder Patches oder vielleicht noch extra kleine Täschchen anbringen wollen, dann ist jetzt dein Moment gekommen. Du nimmst dir jetzt den Außenstoff vor und kannst etwas anbringen. In meinem Fall war das jetzt so ein Weblabel. Wenn du das auch so machen möchtest, dann kannst du jetzt einfach mit einem Geradstich ganz einfach rundherum absteppen. Du nähst jetzt quasi ein Rechteck ganz nah an der Kante lang. Das geht richtig easy.
Jetzt können wir unsere 2 Bügelfließteile einmal an den Außenteilen festbügeln. Dafür lege ich die ganz mittig hin. Achtung, die Nahtzugabe sollte außen herum frei bleiben. Und dann nehme ich ein Bügeleisen und presse das Ganze an. Das funktioniert auch ohne Dampf. Wenn es bei dir nicht so gut hält, dann kannst du das gerne auch ein bisschen nass sprühen oder eben die Dampffunktion deines Bügeleisens nutzen. So verstärkst du deine Außenteile. Als nächstes nimmst du dir dein erstes Außenteil vor und legst deinen Reißverschluss rechts auf rechts auf. So kannst du ihn am besten feststecken. Ich habe im Schnittmuster extra berücksichtigt, dass er ein bisschen länger sein soll, damit du ihn dir am Ende zurechtschneiden kannst. Das macht dein Projekt wirklich viel einfacher. Versprochen. Also, du legst jetzt den Reißverschluss zu deiner Außenseite hin und steckst ihn ganz genau an der Kante fest. Du legst also den Reißverschluss mit der Zähnchenseite nach unten auf die rechte Seite des Außenstoffes, genau an die Kante. Und darauf kommt dann noch der Futterstoff, ebenfalls mit der rechten Seite nach unten. Das Sandwich-Prinzip sozusagen. Der Reißverschluss ist dann quasi die Füllung in der Mitte. Jetzt nähst du alles zusammen, am besten mit dem Reißverschlussfüßchen. Mit diesem Nähfüßchen behältst du einfach die ganze Zeit die volle Kontrolle. Du nähst damit wirklich ganz nah am Reißverschluss entlang, aber nicht auf den Reißverschluss nähen. Das ist ganz wichtig. Dein Füßchen führt dich ganz knappkantig am Reißverschluss entlang. Keine Sorge. Und keine Angst, das ist wirklich einfacher, als es aussieht. Das Innen- und das Außenfutter klappe ich jetzt nach außen wieder weg. Am besten du bügelst es. Ich habe es jetzt hier nicht gezeigt, aber ich habe es gebügelt, damit es wirklich perfekt ist und richtig glatt ist. Jetzt müssen die 2 weiteren Schnittteile wieder genauso an den Reißverschluss gelegt werden. Also das Außenteil wieder rechts auf rechts an die Kante des Reißverschlusses, also diesmal an die andere Kante natürlich. Das stecke ich mir zuerst fest und danach stecke ich mir noch den Futterstoff fest. Du wiederholst jetzt den Schritt und nähst knappkantig am Reißverschluss auch die zweite Seite fest. Jetzt kannst du beide Seiten schön auseinandernehmen, so dass sich die rechten Seiten anschauen. So erledige ich das dann auch für die Vorder- und die Rückseite. Also schön den Stoff auch vom Reißverschluss wegziehen, so dass es eine schöne Gerade gibt. Und dann bügele ich nochmal genau an meinen Nähten lang, damit das dann auch wirklich ein perfektes Ergebnis werden kann. Sollte man hier übrigens immer bügeln. Also ich rate dir dazu, beim Reißverschluss auch wirklich immer deinen Stoff auseinander zu bügeln. Und für das perfekte Ergebnis steppe ich jetzt nochmal ganz genau die Nahtzugaben ab. Also dafür nähe ich ganz exakt ganz nah an dem Reißverschluss lang. Wichtig ist, dass du hier weiterhin das Reißverschlussfüßchen nutzt und kannst jetzt wirklich schön knappkantig absteppen. Ich habe meistens wirklich nur so 1-2 Millimeter, die ich da nutze, um einmal eine Gerade zu nähen. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann würde ich dir raten, vielleicht ein bisschen weiter von der Naht wegzubleiben. Dann hast du ein bisschen besser Kontrolle. Aber wenn du langsam nähst, bekommst du das auf jeden Fall auch hin. Kommen wir zur Rüsche. Ich habe hier ja 2 Teile aneinander genäht, damit sie lang genug ist. Das macht dem Ganzen aber wirklich nichts aus. Wichtig ist, dass hier die Nahtzugabe eingehalten wird, damit die Rüsche auf jeden Fall lang genug ist. Und du kannst jetzt die Enden einmal mit 1 Zentimeter einklappen, damit sie nicht ausfransen können bzw. ausgefranst aussehen. Oder du nimmst deine Rüsche erstmal links auf links mittig aufeinander und nähst die Seiten fest. Ich mache das jetzt nicht, sondern ich klappe die ein bisschen nach innen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, denn ich werde diese Tasche ehrlich gesagt auch wirklich nicht oft waschen und da ist das kein Problem. Du kannst auch noch deine Enden mit der Zickzackschere versäubern, damit hier auch nichts ausfransen kann. Du faltest also der Länge nach links auf links aufeinander und steckst ganz akkurat an den Kanten fest. Wie gesagt, wenn du in der Mitte oder vielleicht sogar auch zweimal eine Naht hast, ist das kein Problem. Das sieht man am Ende nicht. Damit du deinen Stoff kräuseln kannst, nimmst du einmal eine ganz hohe Stichlänge, zum Beispiel 4 oder 5. Das ist der klassische Kräuselstich. Dabei stellst du dann auch noch die Fadenspannung runter. Ich habe die meistens zwischen 1 und 2. Bei 0 funktioniert das bei mir einfach nicht. Und dann nähst du einmal an deinem Streifen mit diesem Geradstich entlang. Bleib dabei auf jeden Fall innerhalb der Nahtzugabe. Ich nehme hier eine Nahtzugabe von 0,5 cm.
Wenn du Lust hast, kannst du diesen Streifen aber auch selbstständig in Falten legen. Es gibt auch eine Technik mit einer Gabel, wo du automatisch an der Nähmaschine Falten legen kannst. Probier dich da gerne aus, ob Falten oder Kräuselung, beides funktioniert hier. Wichtig ist übrigens, dass du hier die Enden nicht verriegelst, so dass du hier noch deinen Unterfaden nehmen kannst und daran ziehst du jetzt. So entsteht die Faltenbildung bei deinem Stoff. Du kannst jetzt auf deinem Faden den Stoff so in Falten ziehen. Ich bearbeite meine Rüschen immer so, dass ich die dann nach und nach weiterziehe. Und so entsteht bei mir dann die perfekte Kräuselung. Übrigens ist es immer wichtig, gutes Garn zu benutzen. Wenn du jetzt billiges Garn benutzt hättest, dann würde dir vielleicht der Faden reißen. Aber bei gutem Garn passiert das nicht. Jetzt kommt der spaßige Teil. Du nimmst dir die fertige Rüsche und legst sie an die untere Kante der vorderen Taschenhälfte. Die Rüsche zeigt dabei nach oben, also nach innen. Steck sie fest und verteile die Fältchen gleichmäßig. Du kannst jetzt noch ein bisschen nachbessern. Nutze hier die gesamte Breite. Und nimm dir ruhig ein bisschen mehr Zeit. Das Ergebnis sieht viel besser aus, wenn die Rüsche gleichmäßig liegt. Gerade an den runden Stellen solltest du dir besonders viel Zeit nehmen, aber wenn du die Rüsche ganz genau anlegst, dann funktioniert das auch richtig gut. Dann nähst du die Rüsche innerhalb der Nahtzugabe von 1 cm fest, also nutz vielleicht 0,7 cm, damit das Ergebnis perfekt wird. Ich bin jetzt übrigens wieder auf den Standard-Nähfuß umgestiegen, weil ich jetzt das Reißverschlussfüßchen einfach nicht mehr benötige. Jetzt kommt ja ein ganz normaler Geradstich. Achtung, hier haben wir eine kleine Höhe. Versuche dabei die Rüschen trotzdem gerade zu halten und dass sie gleichmäßig werden. Jetzt legen wir Vorder- und Rückseite aufeinander, also den Außenstoff rechts auf rechts und den Innenstoff rechts auf rechts aufeinander. Dann sieht das Ganze so aus. Und das stecke ich jetzt wirklich ganz knapp an meinen Kanten fest, so dass es perfekt liegt. Den Reißverschluss nehme ich dabei ein bisschen nach außen. Es kommt jetzt auch darauf an, wie der bei dir dann am Ende liegen soll. Wenn du alles festgesteckt hast, solltest du jetzt noch deine Wendeöffnung markieren. Das erledige ich am Innenstoff. Es sollte eine Wendeöffnung zwischen 7 bis 8 cm sein. Ich nehme mal lieber 8 cm, weil Reißverschlüsse können noch sehr dick sein und es wäre ja schade, wenn das Wenden dann eine Stunde dauert. Wichtig ist, dass die Nahtzugaben an den Kurven auch leicht eingeschnitten werden können. Dann liegt das dann später ein bisschen besser. Dann nähen wir jetzt einmal rundherum mit 1 cm Nahtzugabe. Du beginnst an der Wendeöffnung und endest an der Wendeöffnung. Und Achtung, Reißverschluss offen lassen. Ich habe mir übrigens noch ein kleines Schrägband fertig gemacht und nutze das dann mit einem Ring zusammen, damit ich hier eine Halterung an dem Täschchen anbringen kann. Das ist jetzt dein Moment, um dieses Band anzubringen. Ansonsten hast du keine Möglichkeit mehr, weil wir nähen gleich zu. Also solltest du Bänder, D-Ringe und Co. anbringen wollen, dann ist jetzt dein Moment gekommen. Beim Festnähen nähst du über den Reißverschluss drüber. Deswegen ist es hier gut, wenn du einen eher schmalen gewählt hast. Wenn du einen eher dickeren Reißverschluss hast mit sehr dicken Zähnchen, dann würde ich hier mit dem Handrad drüber nähen, denn sonst bricht dir eine Nadel ab und das kann ja auch für dich gefährlich werden. Also Achtung, nähe langsam über deinen Reißverschluss drüber. Wenn das dir hilft, kannst du das Handrad benutzen. Und ganz wichtig, verriegeln. Wenn du nicht verriegelst, dann kannst du die Wendeöffnung leider nicht so gut gebrauchen. Für mich kommt jetzt der schönste Moment. Wir wenden die Tasche. Du greifst durch die Wendeöffnung im Futter und ziehst die Tasche durch. Nimm dir gut Zeit, vielleicht einen Kantenformer oder einen Stift oder eine Stricknadel und forme die Rundungen schön aus. Das ist ganz wichtig. Jetzt ziehe ich mir am Ende nochmal meinen Futterstoff raus. Da haben wir ja noch die offene Wendeöffnung, die wir schließen müssen. Die lege ich jetzt ein bisschen nach innen. Die Nahtzugabe legt sich dadurch eigentlich von alleine schon so ein bisschen ein. Das ist hier wirklich easy. Und diese Wendeöffnung kann ich dann mit der Nähmaschine schließen, mit dem Geradstich. Du kannst aber auch per Hand zu nähen mit dem Leiterstich. Das funktioniert hier auch richtig gut. Ich habe mich entschieden, ganz knappkantig mit der Nähmaschine abzusteppen. Das ist wirklich einfach. Du verriegelst den Stich und nähst dann ganz nah an der Kante lang. Und da es ja das Innenfutter betrifft, sieht das ja am Ende auch wirklich niemand mehr. Das verschwindet einfach.
Den Innenstoff lässt du dann einfach wieder in deinem Täschchen verschwinden. Ich habe hier noch einen Karabiner an meiner Schlaufe angebracht. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich die vorhin mit angenäht habe. Die kommt dann beim Wenden auch wieder zum Vorschein. Und jetzt kann dieses Täschchen einfach in meiner Tasche existieren oder ich nehme mir noch ein Band, das ich von außen rannehmen kann. Mir war dieser Reißverschluss ein bisschen knapp, deswegen habe ich hier einen Stoffrest genommen. Also der ließ sich irgendwie schwer bedienen. Und ich habe einen Stoffrest genommen und den dann da oben durchgefädelt und einen Knoten reingemacht. Und dadurch habe ich nochmal ein kleines Band, das mir dann die Benutzung ein bisschen erleichtert. Und das Endergebnis lässt sich doch wirklich sehen, oder? Jetzt habe ich meine eigene Vintage-Rüschentasche. Und ich wünsche mir von euch natürlich auch weitere Inspiration. Also verlinkt mich gern auf Instagram, wenn ihr diese Tasche näht. Ihr könnt die natürlich aus Cord nähen, aus Jeansresten, aus alten Hemden, was auch immer euch einfällt, könnt ihr hier benutzen und ich freue mich schon total auf eure Bilder. Also meine Tasche ist wirklich süß geworden. Die ist halt ein richtiger Mädchentraum. Du kannst aber natürlich alle möglichen Farben nehmen. Zum Beispiel sieht die richtig edel aus, wenn die einmal komplett in schwarz ist. Oder wenn du eher einen Samtstoff benutzt. Aus Cord sieht die wirklich cool aus. Mit Blumenmuster, aber auch mit allen verrückten Sachen, die dir einfallen. Du kannst die zum Beispiel auch aus Kunstleder nähen. Das funktioniert auch. Nur bei der Rüsche würde ich dann auf Webware zurückgreifen. Also, das habe ich am Anfang des Videos schon gesagt, verlinkt mich super gerne. Ich möchte eure Werke sehen. Ich möchte sehen, was aus diesem Schnittmuster alles entsteht. Das ist quasi mein Lohn. Und wie du mich auch unterstützen kannst, ist mit deinem Abo in meinem Kanal. Also wenn du mein Video magst und gerne auch Gratis-Schnittmuster haben möchtest, dann folg mir sehr gerne. Ich erstelle immer mal wieder Gratis-Schnittmuster für meine Community. Und dann schau nächste Woche Freitag 19 Uhr auf jeden Fall hier wieder vorbei in meinem Kanal, denn da bringe ich das nächste Video raus. Dann sehen wir uns wohl nächste Woche. Macht's gut!